Ja, damit herzlich willkommen zu einem Spezialvideo für einen meiner Kanalzuschauer, nämlich Sheldon J. Plankton. An dieser Stelle herzliche Grüße und er hat mir unter dem OCP-Video, diesem Tarnanzug der Amerikaner, einen ziemlich langen Kommentar geschrieben und ich kann das gar nicht alles so beantworten, da ich beobachte gerade den Hund nebenbei, da ich gar nicht so ein Riesen-Nerd bin, was jetzt die genaue Herkunft etc. pp. Dieser Sachen anbelangt. Deswegen mache ich hier ein kleines Antwortvideo und wir schauen uns jetzt diesen Anzug, den ich euch da vorgestellt habe, beziehungsweise diese Tarnung, die ich euch ja eigentlich nur vorstellen wollte, schauen wir uns jetzt mal eben genauer an, wie sieht dieser Anzug überhaupt aus. Und ich gebe dazu die bestmöglichen Hintergrundinformationen, die ich dazu noch habe. So, dazu sind wir heute aufgrund von Temperaturen und so weiter an den Bruder des eigentlichen Camo-Baums getreten und ich habe die beiden Sachen hier in üblicher Weise aufgehängt und ja, wir schauen jetzt mal eben kurz erst auf die Jacke drauf. Mir wurde das Ganze damals, als ich das gekauft habe, habe ich das bei eBay Kleinanzeigen habe ich das gekauft. Habe das einfach eingegeben, die Schlagworte, und daraufhin habe ich dieses angezeigt bekommen. Privater Verkäufer, so meines Erachtens, meiner Meinung nach, hatte der da geschrieben, dass das, ich hoffe, das kann man jetzt lesen, ich halte da mal ein bisschen länger drauf, dass die ganze Geschichte hier von der Air Force ist. Also nicht von den Bodentruppen, sondern eben von den, ja, schon Bodentruppen, aber dann eben der Air Force, der Fliegerunterstützungskräfte, wie auch immer. Und ich finde, oh, da steht es ja oben drauf, da steht ja auch, so, der Nerd wird mit diesem hier oben auf jeden Fall was anfangen können. So, ich glaube, das ist noch viel besser hier. So, könnt ihr gucken, was da drauf steht. Ich denke, man kann das lesen. Die GoPro hat zwar keine tollen Aufnahmequalitäten. Naja, so, auf jeden Fall wurde mir dann, habe ich das einfach gekauft, war nicht allzu teuer und habe gesagt, okay, ach komm, nimmst du mal mit. Kannst du irgendwie immer noch gebrauchen, irgendwann mal. Und wir gehen mal eben kurz auf die Details ein. Wir haben hier einen relativ niedrigen Kragen. Mit so einem Klett ist das zu verriegeln. Wir haben hier auch Schulterstücke drauf, entsprechend für, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach Dienstgradschlaufen. Und da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob die Amerikaner das da so haben, aber die Air Force hat das vielleicht so. Ich weiß nicht, ob die Army das überhaupt auch so trägt. Wie gesagt, ich bin da einfach zu wenig informiert, was diese Sachen anbelangt. Ja, hier haben wir so eine Schultertasche mit entsprechend 2 Klettaufsätzen. Oder eine Ärmeltasche. Kriegt man nicht sonderlich viel rein. Und wir haben hier auch verstärkte Partien an den Ellbogen. Und das Ganze ist hier, und das ist relativ dünn eigentlich. Das ist hier auch so eine Klettfläche, beziehungsweise zum Verschließen ist das dann eben mit Klett. Hier kannst du dann noch entsprechende Schaumstoffeinlagen reinpacken. Ihr seht hier auch, wie das Licht hier durchscheint. Das Material insgesamt ist ziemlich dünnes Material, also sollte recht luftdurchlässig sein. Auf der anderen Seite haben wir das ebenfalls, beziehungsweise die 2 Brusttaschen, die sind sehr schräg aufgesetzt und sind dann auch hier mit so einem Klettstreifen entsprechend zu verschließen. Hier haben wir noch für ein Namensband etwas oder auch hier, ne, US Air Force, weiß ich nicht, Collins, so könnte der geheißen haben, kann er heißen. Die Qualität dieses Reißverschlusses fragwürdig, gefällt mir jetzt nicht so. Das ist so ein bisschen klapperig, das wirkt so, es wirkt billig irgendwie, wirkt so plastikmäßig. Das Ganze hat man dann hier auch noch von außen entsprechend mit so einer Flappe mit Klett dann zu fixieren. Da kann man das zumachen mit. Und wir haben hier auf dieser linken Ärmelseite auch noch außen aufgebracht so ein Ärmelbüro für, ja, Stifte. Das haben wir auf der Seite nicht. Genau. Von hinten sieht die ganze Geschichte dann einfach wie folgt aus. Hier sieht man vielleicht auch am besten das Camo-Muster. Dazu wurden mir natürlich auch noch Fragen gestellt, beziehungsweise man konnte ja in dem Hauptvideo nicht die genaue Struktur sehen. Ich filme das jetzt mal ziemlich genau ab.
Muss mal eben eine Ameise davon entsorgen. So, jetzt denke ich, kann man auch auf Pause gestellt haben, kann sich das angeschaut haben. Dexter, komm mal hier hin. Den Hund zurückpfeifen. Gehen wir mal eben zur Hose. Da ist mir direkt aufgefallen, wir haben hier ziemlich große Gürtelschlaufen, die letzten Endes fast so aussehen oder ne, von der Machart her sehr ähnlich sind wie diese Dienstgradschlaufen, die wir an der Jacke haben. Da haben wir eine links und eine rechts. Hinten auf der Rückseite haben wir auch noch mal so ein Ding angebracht. Wir haben aber auch normale Gürtelschlaufen. Warum die jetzt so sind, wie sie sind, das weiß ich auch nicht. Das ist alles so, sind so die technischen Feinheiten, die man dann vielleicht weiß, wenn man sich für dieses Ausrüstungsstück wirklich richtig interessiert. Hier oben ist auch eingebracht so eine Kordel. Sowas ähnlich haben die Engländer ja auch immer. Die haben ja auch so ein Zugband da drin. Sieht komplett anders aus, aber das Prinzip, ne, ist eben so. Da kann man also entsprechend hier oben auch mit dieser Kordel die Hose verschließen. Das ist mir direkt aufgefallen. Das kenne ich so von den BDU-Hosen natürlich nicht. Das gibt es da nicht. Und wir schauen mal eben hier rein, was hier drauf steht. Hier ist letztlich, glaube ich, hier steht, glaube ich, dasselbe in grün drauf. Ich denke, das obere ist am interessantesten. So sollte man es, ich denke, so kann man es lesen. Ne? Ja. 2 aufgesetzte Beintaschen haben wir hier. Die sind auch mit Klett zu verschließen. Und wir haben hier auch eine Verstärkung im Kniebereich. Das ist auch mit diesem Klett, beziehungsweise man kann dann auch wieder Schaumstoff einbringen, um das dann zu verschließen. Linkes Bein haben wir hier noch eine kleine Tasche an der Seite aufgesetzt. Hier funktioniert alles irgendwie mit Klett in der Geschichte. Und hier unten haben wir dann den Beinabschluss. Da haben wir eigentlich so diese Bänder, die man so kennt, wobei die hier wie Schnürsenkel, diese Endungen eigentlich wie Schnürsenkel haben. Die sind ja ganz oft, haben die ja gar keine Endungen und sind dann einfach nur geknotet. Wir gucken uns das rechte Bein auch noch mal eben an. Und ja, diese kleine Außentasche ganz unten haben wir hier auch. Der Rest ist baugleich. Einmal noch einen Blick hinten drauf. Da haben wir hier die typische Gesäßverstärkung. Sieht man hier in dem Bereich. Ich kann auch jetzt schon sagen, auf der Kamera kommt das alles ein bisschen heller rüber. Zumindest auf dem Display, was ich jetzt habe. Das ist schon ein bisschen dunkler eigentlich. Ja, hier oben noch 2 Taschen mit Knöpfen auch verschließbar. In diesem Fall hat man dann kein Klett genommen. Und was mir jetzt eigentlich erst auffällt, ja, ist mir letztes Mal auch beim Tragen aufgefallen, aber ich habe es schwer verdrängt. Wir haben hier noch so ein Zugkordel, damit man hier die Beintaschen noch etwas zusammenstraffen kann. Das heißt, wir können das hier, ich ziehe da mal eben dran und zeige euch dann gleich das Ergebnis. So. Ja, das heißt, man kann hier, um noch Sachen zu sichern, das Ganze zusammenziehen und fixieren, um es gegen Herausfallen zu schützen. So sieht das aus. Dieses Zugband hat man natürlich dann auch links wie rechts. Ich filme noch mal einmal ganz kurz drüber her. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit diesem Video dem guten Sheldon J. Plankton einen Dienst erwiesen habe und dass er damit jetzt oder daraus schlauer geworden ist. Mich persönlich interessiert das natürlich auch. Ob das jetzt wirklich von der Air Force ist, etc. pp. Ist auf jeden Fall, ja, wie soll ich das sagen? Ich hatte die Uniform an und ich fand das jetzt nicht super geil. Nicht vom Tarneffekt her, der ist nämlich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin auch kein Multicam-Fan irgendwie. Ich stehe doch mehr so auf die klassischen Tarnsachen. Aber der Schnitt irgendwie, das mutete alles so naja an. Ne, so, also es ist jetzt nicht unbedingt eine Uniform, eine Kampfuniform, mit der ich irgendwo mich super wohlfühlen würde im Gelände. Also da gibt es durchaus Besseres. Ja. Und das war es jetzt hier auch von meiner Seite. One-Take-Mission, denn sonst wird das hier alles viel zu viel.
Schon fast 10 Minuten. Alles klar. Hoffe, das hat euch hier gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und schreibt was in die Kommentare rein darüber. Würde mich sehr interessieren. Bis dann. Ciao, Kakao.